Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Schmidts Mama. Andere haben Probleme. Ich hab Familie von Ralf Schmitz ist ein humorvoller und gleichzeitig liebevoller Blick auf das Thema Familie aus der Sicht eines der beliebtesten Comedians Deutschlands. In seinem Buch nimmt Ralf Schmitz die Leser mit auf eine Reise durch die ganz normalen, manchmal chaotischen, aber immer liebenswerten und skurrilen Familiengeschichten, die viele von uns nur allzu gut kennen. Das Werk kombiniert autobiografische Erlebnisse mit pointierten Beobachtungen und bietet damit jede Menge Wiedererkennungswert, egal ob man selbst Mutter, Sohn, Onkel oder Nachbar ist. Schmitz gelingt es, seine ganz persönlichen, mit urkomischem Blick dargestellten Familienabenteuer zu schildern, die weit über das rein Private hinausgehen. Der Stil ist charmant, ehrlich und kurzweilig. Und schon nach wenigen Seiten möchte man meinen, selbst Teil dieser etwas anderen Familienbande zu sein. Ob peinliche Kindheitserinnerungen, schräge Geburtstagsrituale oder die liebevolle Strenge der eigenen Mutter. Schmitz schafft es, aus Alltäglichem großartige Geschichten zu stricken. Das Buch begeistert durch seinen humorvollen Ton, lässt aber auch Platz für nachdenkliche und rührende Momente, sodass es Leser aller Altersgruppen anspricht. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die tragende Rolle der Mutter. Ralf Schmitz stellt in seinem Buch die Mutterfigur in den Mittelpunkt. Sie ist nicht nur die Alltagsmanagerin der Familie, sondern auch die Quelle unzähliger amüsanter Episoden. Schmitz beschreibt, wie seine Mutter mit unerschütterlichem Pragmatismus, schlagfertigem Humor und einer Prise liebenswürdigen Wahnsinns das Familienleben meistert, und das oft auf völlig unkonventionelle Art. Insbesondere ihre Fähigkeit, aus jeder Situation das Beste zu machen, steht exemplarisch für viele Mütter in Deutschland. Schmitz bringt dem Leser dabei nicht nur seine Mutter nahe, sondern würdigt auch die Rolle aller Mütter, die im Hintergrund oft die wahren Heldinnen des Familienalltags sind. Die Geschichten rund um Schmidts Mama zeigen, wie sehr diese Figur das Familiengefüge prägt und manchmal rettet. Zweitens. Familienleben zwischen Chaos und Ordnung. In seinem Buch skizziert Schmitz das ständige Wechselspiel von Ordnung und Chaos, das in Familien herrscht. Er beschreibt mit viel Witz die täglichen Routinen, kleinen Katastrophen und ganz alltäglichen Dramen, die entstehen, wenn unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Die Tischmanieren beim Abendessen, das Organisationschaos vor dem Urlaub oder das epische Geburtstagstheater werden nicht nur humoristisch, sondern auch mit viel Verständnis für die menschlichen Schwächen betrachtet. Schmitz betont, dass hinter dem augenscheinlichen Durcheinander oft eine eigene, ganz besondere Familienordnung steht, in der jeder seinen Platz findet. Mal mehr, mal weniger freiwillig. Drittens. Generationenunterschiede und Kommunikation. Ein zentrales Thema im Buch sind die Unterschiede zwischen den Generationen. Schmitz beschreibt, wie die Kommunikation zwischen Kind und Eltern manchmal voller Missverständnisse und Witz ist. Die Unterschiede in Weltanschauung, Sprache und Technikverständnis führen regelmäßig zu respektvollen, aber amüsanten Konflikten. Besonders hervorzuheben ist der charmante Umgangston, mit dem Schmitz diese Generationenkonflikte schildert. Nicht selten erkennt man in den Geschichten sein eigenes Familienleben wieder und lernt dabei, Konflikte und Differenzen mit mehr Humor und Gelassenheit zu nehmen. Viertens. Rituale und Traditionen. Familien leben von ihren eigenen kleinen und großen Ritualen. Sei es das Sonntagsfrühstück, die Geburtstagsfeier oder die alljährliche Weihnachtsvorbereitung. Schmitz lässt den Leser an den kuriosen und liebevoll gepflegten Traditionen seiner Familie teilhaben. Diese Rituale geben Halt, verbinden die Mitglieder und sorgen für eine Identität, die Familie einzigartig macht. Zugleich offenbart das Buch, dass Traditionen oft Anlass für die lustigsten und absurdesten Situationen bieten können. Schmitz beobachtet mit feinem Humor, wie aus kleinen Marotten große Mythen werden und der Familientisch zum Zentrum der Welt avanciert. Schließlich Familiensinn und Zusammenhalt. Obwohl sich das Buch vor Humor und Ironie kaum retten kann, bleibt am Ende immer ein Gefühl von Zusammenhalt und bedingungsloser Liebe zurück. Schmitz macht deutlich, dass Familie weit mehr ist als nur gemeinsame DNA.
Es sind die gemeinsamen Erlebnisse, Rückschläge, Siege und Katastrophen, die Menschen verbinden. Trotz aller Unterschiede, Streitereien und Missgeschicke überwinden Familienmitglieder gemeinsam Hürden und feiern Erfolge. Gerade in den schwierigsten Momenten beweist sich, wie stark die Verbundenheit ist. Diese Botschaft zieht sich unterschwellig durch das ganze Buch und macht es zu mehr als nur einer Ansammlung witziger Anekdoten. Sie vermittelt Werte wie Toleranz, Geduld und Zuneigung. Zusammenfassend: Schmidts Mama ist ein Buch, das jeden anspricht, den das Thema Familie betrifft, also praktisch alle. Es ist besonders geeignet für Menschen, die Humor in den kleinen Dramen des Alltags finden, für Mütter und Väter, Söhne und Töchter, aber auch für all jene, die das eigene Familienleben schon ab und zu als typisch schräg erlebt haben. Es ist ein wunderbares Geschenk für Eltern oder Großeltern, aber auch für Geschwister und Freunde, die wissen, dass das wahre Leben oft die lustigsten Geschichten schreibt. Ralf Schmitz gelingt es, durch seine humorvolle, authentische und warmherzige Art, den Leser abzuholen und zum Lachen, aber auch zum Nachdenken zu bringen. Wer dieses Buch liest, findet Bestätigung darin, dass kein Familienleben perfekt ist und dass genau das seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charme ausmacht. Im Vergleich zu anderen Familiengeschichten bietet Schmidts Mama nicht nur Unterhaltung, sondern auch einen liebevollen und versöhnlichen Blick auf die Eigenheiten, die jede Familie einzigartig machen. Das Buch ist keine theoretische Abhandlung, sondern voller lebensnaher, lebendig erzählter Episoden, die Mut machen, auch die eigenen Familienchaoten lieb zu gewinnen. Wer sich selbst, seine Eltern, Geschwister oder Kinder manchmal nicht ganz versteht, findet hier Trost, viele Lacher und vielleicht sogar Anregungen, das eigene Familienleben mit mehr Humor zu nehmen. Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je ist Schmidts Mama ein Plädoyer für Toleranz, Zusammenhalt und das Augenzwinkern im Miteinander. Das macht dieses Buch zu einer wertvollen und bereichernden Lektüre. Wenn Sie unterstützen möchten, Ralf Schmitz, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.